gab eine Zeit, da haben wir uns auch große Sorgen um Schwiegermutter gemacht. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikrab Pipi, Vadikrab Tukon. Im heutigen Video zeige ich euch ein bisschen was Privates, was bei uns so hier die letzten 4 Monate mit, sage ich mal, im Zusammenhang auch mit Schwiegermutter natürlich passiert ist. Seid also gespannt, was euch da erwartet. Schaut euch das Video an und nun viel Spaß mit dem Video. Bevor es aber mit dem Video noch losgeht, möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen, den es bei meinem letzten Video gegeben hat. Dafür auch nochmal recht vielen Dank für den Hinweis, den es da gab. Ich hatte in meinem letzten Video von Krokodilstränen gesprochen. Mir war einfach nicht bewusst, dass Krokodilstränen unechte Tränen sind. Ich kann euch aber versichern, an dem Abend, an dem Abschied von meiner Frau und natürlich auch an Bohn, da sind auch natürlich wieder Tränen geflossen, aber wirklich keine geheuchelten Tränen. Also hiermit kann ich euch sagen, wenn ich da Krokodilstränen angesprochen habe, mir war das nicht bewusst, dass das geheuchelte Tränen sind. Die ganze Geschichte, wisst ihr, hatte ich euch im letzten Video erzählt, war für mich wirklich noch sehr, sehr emotional. Natürlich auch noch was in eigener Sache. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch dieses Video wie immer fleißig liked, fleißig kommentiert. Ihr dürft das Video auch ganz gerne teilen. Und für die neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das Abo, das kostet euch kein Geld, kostet euch auch nicht viel Zeit. Das ist lediglich ein Klick für euch, für mich und für alle YouTuber. Ein absolut tolles Feedback. Also scheut euch nicht, den Abo-Button zu drücken. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Ja, mit Schwiegermutter und natürlich auch mit meiner Frau und mit meiner Schwägerin Bohn waren das hier wirklich sehr intensive und emotionale Momente, die es hier in den 4 Monaten gab. Dabei haben wir natürlich uns tagtäglich um Großmutter, also um Schwiegermutter gekümmert. Die Idee, die von Bohn und mir daraus entstanden ist, da einfach ein Video davon zu machen, um euch auch mal zu zeigen, wie sieht das Familienleben hier im Isan aus, wie sieht das Familienleben bei uns aus. Das möchte ich euch heute zeigen, was in der letzten Zeit hier alles so passiert ist, wie die Pflege hier von älteren Leuten, speziell hier im Isan stattfindet. Hier gibt es weit und breit nicht großartig Pflegeheime, wo man die Person unterbringen kann. Möchte die Familie auch gar nicht, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und da möchte ich euch einfach auch einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze hier abläuft. Oh, สวยนี่ แม่คนสวย Großmutter. สงกรานต์แม่บายบายสงกรานต์บอกบายบายสงกรานต์ Tôi học tự của bé bắt nằm ao nè. Hier die Schwester von Großmutter. แม่สงกรานต์อีกไม่ไป Auch อีกอยู่กับมาม่า die Schwester Bohn ฉันอยู่กับมาม่า muss bei ihrer Mutter bleiben. Auch am Songkran hat die liebe Bohn ihrer Mutter natürlich ermöglicht, teilzunehmen. Ich fand es mega toll, dass sie mit dem Rollstuhl zu dem Songkran-Fest hingeschoben wurde, dort ein bisschen teilnehmen konnte. Sie hatte sichtlich, wie ihr seht, ganz, ganz große Freude daran. Ja, Schwiegermutter ist einfach wirklich ein ganz, ganz großer Fan vom Morlam. Ich denke, in den ersten Szenen habt ihr gesehen, sie tanzt natürlich auch gern zu dem Morlam. Morlam ist dieser thailändische Gesang, wo im Prinzip Geschichten erzählt werden von früher. Und Schwiegermutter liebt es natürlich
Und es war immer wieder schön zu sehen, wie denn ihre Töchter mit ihr zusammen getanzt haben. Sie genießt es wirklich. Wenn dann natürlich noch ein Mann dabei ist, dann hat sie das noch viel lieber. Dann spielt sie auch ein bisschen. Ich finde das mega schön, einfach, dass hier das ermöglicht worden ist, hier einfach auch mal wieder ein bisschen zu tanzen. Dass hier natürlich auch ermöglicht worden ist, den Songkran zu genießen. Da vielen, vielen Dank auch nochmal an beide Geschwister, an meine Frau natürlich und an Bohn, die Schwiegermutter das doch auch ermöglicht haben, ein bisschen daran teilzunehmen am Songkran 2025. Wie angesprochen, sie hat das immer wirklich total genossen, da immer mitzumachen, mitzutanzen. Dieses Jahr ging es leider nicht mehr so, wie sie es gern hätte machen wollen. Aber so war das, denke ich, doch auch ein schöner Tag für sie.อยู่มันคนเดินเด้ออยู่กับลูกกับหลานเด้อเจ็บหายไข่ครับแล้วตอนนี้อยากอาจจะหวยเนี่ยตัวหวยเนี่ยอันนั้นใจลุกไปเลยเนี่ยปลาะอยู่ดีไม่แห้งหักเด้อหักเวเด้อเต้นจังฟ้อนเฮาหันบ่ได้ลูกหลานDas, was ihr dort gesehen habt, ist in Thailand an Songkran eine ganz, ganz tolle Tradition meines Erachtens nach. Dieses Händewaschen und Füßewaschen der Älteren, das zeigt einfach den Respekt gegenüber den Älteren. Das wird ganz oft in Familien an Songkran zelebriert. Das Ganze fand auch bei uns dieses Jahr kurz nach Songkran statt. Wir haben Schwiegermutter da ermöglicht, mit ihrer ganzen Familie, also auch seitens dort, wo sie geboren wurde. Die Familie ist hier angerückt. Man hat ein schönes kleines Fest für alle vorbereitet gehabt, hat natürlich viel gekocht. Es gab viel Essen. Ja, Schwiegermutter hatte da auch eine ganz, ganz große Freude daran. Und ich denke, ihr seht, wie Bohn und auch meine Frau ihr den Respekt dort zeigen. Das ist einfach wunderschön. Ich bekomme da jedes Mal wieder eine Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Ja, das ist für Schwiegermutter das Schönste. Und quasi Schwiegermutter spricht dann, sage ich mal, die kleinen Sünden, die im vergangenen Jahr begangen wurden, die spricht sie den Kindern dann auch frei. Das finde ich auch schön. Das ist einfach wirklich eine ganz, ganz schöne Zeremonie. Selbst mir nach Songkran hat es an unserer Tür geklopft, beziehungsweise die Nachbarskinder sind hier gekommen mit ihren Eltern. Wir haben ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn. Die Kinder wollten dann mir die Hände waschen, wollten mir auch den Respekt zeigen. Ich war da wirklich sehr überrascht. Im ersten Moment habe ich zu meiner Frau gesagt, so alt bin ich jetzt dann doch auch nicht. Es ist eine ganz, ganz tolle Geste, die dort gezeigt wird. Die Kinder akzeptieren mich quasi, sage ich mal, wie ja, Vater, Opa, wie auch immer. Das ist einfach toll. Sowas hat man einfach in Europa nicht, wenn ich überlege, wie schön das hier ist, wenn die Familie zusammenkommt und das Ganze so genießen kann. Das ist für mich einfach eine absolute Bindung auch. Und da merkt man einfach auch den Unterschied von dem Familienleben in Europa und Familienleben hier in Thailand.วันนี้รวมญาติค่ะ รวมญาติวันสงกรานต์มานะคะ อร่อยด้วยกัน แฮปปี้ดีไหม แฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้เดย์สงกรานต์ Natürlich haben wir mit Schwiegermutter auch viel zusammen unternommen. Man
ist zu Bohnen, also von meiner Schwägerin, ihren Ländern gefahren, hat sie dort auch mitgenommen, natürlich auch immer nur, soweit es ging. Sie ist natürlich auch schnell müde, möchte aber auch gern mal raus. Finde ich auch richtig, dass sie ein bisschen rauskommt, auch ein bisschen, sage ich mal, ja, wieder mal was anderes sieht, außer das Haus, wo sie immer ist oder wo sie halt bei uns war. Deswegen, ich finde es schön, dass auch da Boon und meine Frau ihr das immer wieder ermöglicht hat, mal ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Sie fand es zwar nicht immer so schön, bei mir im Beiwagen mitzufahren, sie hat dann immer schnell Angst. Boon hat sich natürlich auch immer liebevoll um sie gekümmert. Wenn sie zu müde war zu laufen, dann ist sie ein bisschen rumgetragen worden. Ja, es ist einfach, es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich dann doch um sie kümmern, um ihre Mutter kümmern. Das freut mich immer wieder zu sehen. Auch man merkt auch, dass Schwiegermutter das genießt, wenn ihre Kinder denn bei ihr sind. Sie sitzt nicht gerne allein, kann ich auch verstehen. Und darum sind solche Momente einfach unbezahlbar. I wanna turn back time, send me some heartbreak. Oh, would you stay for me if I let you in? So secretly, yeah, my melody, yeah, my melody. You stay with me. แม่มาเที่ยวสวนน้ำบ่นั่งเล่นอยู่นี่เด้ออยู่นี่มันเย็น แล้วก็ไปใส่ ก็อยู่นี่แหละอยู่น้ำกันนี่แหละ ไอ้ มา ทุก ถ่าย ทีเขาก็มึงเอาเลยแหละ บ่เมื่อแล้วมาเที่ยวสวนสวนนี่ตัวเจ้ามาสร้างหญ้าแต่ก่อนหั่นยิ้มหวานดู เด้อ ยิ้มหวาน ไป กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านพาคุณแม่กลับบ้านจ้าพาคุณแม่มาส้มสวน โอ้ย เอาขึ้นไปนี่ไปขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขาคือบอกขึ้นสัน เอา ขึ้นรถมาขอแพ้นี่ขอถือไว้ให้ไปขึ้น เอาไปที่ไหนเลยโอ้ย ไป ไปที่ไหน นั่งนี่ล่ะเมื่อเฮือนเฮาละบาดนี่ ไปเลย โอ้ยไปเถอะไปให้หลานนั่งน้ำคุณแม่คนงาม ไปทางไหน พี่แล้วเฮากับเมื่อพี่เลยพี่เขาออกไปพี่เลยเจ้าละออเมื่อละอออยากเมื่อบ่Man hat Schwiegermutter natürlich auch immer wieder ein bisschen Arbeit besorgt, weil ja, oft ist ihr dann zu langweilig geworden. Und wenn man ihr dann Kilek, also dieses so bitteres Gemüse, oder wenn man ihr Chili oder Bambus mitgebracht hat, da hat sie immer eine mega Freude dran gehabt, hat das dann immer gleich verarbeitet. Das ist für sie immer schön, absolut beruhigend. Sie denkt dann an nichts mehr, sie arbeitet dann vor sich hin. Ist einfach herzig anzuschauen, wie süß sie da loslegt und mit was einer Motivation. Ist einfach immer schön. Drum haben wir dann oft eben von irgendwelchen Ländern oder vom Markt, sage ich mal, immer wieder irgendwelche Gemüse, Früchte oder irgendwas mitgebracht, wo sie ein bisschen was arbeiten konnte.คุณแม่จะแกงหน่อไม้ให้ลูกเหรอคะเหรอ ตามไป เอ้ยนะคุณแม่เห็ดลงมือเองด้วยจ้าคุณแม่ลงมือเองด้วยนะคะจะแกงหน่อไม้ให้ลูกๆกิน บอกเขียว For you to hit me up, I've never felt นี่แหละเขาจะแกงหน่อไม้นี่แหละปันอีแม่หมกหน่ออีแม่ทุบหน่อไม้จะแกงหน่อไม้วันนี้จะแกงหน่อไม้เนาะเจ้าเล็กแกงทุกคนกิน มากินได้ อีแม่ตั้งสิแกงหน่อไม้บ่แม่ เอ๊ะ ตั้งสิแกงให้กินบ่ฮะนึกว่าสิแกงให้กิน แกงเด็ดดี จ้าสิถ่ากินจ้า Ibe, กล้องลูกผู้บ่าวถ่ายรูป Ibe, แม่ยิ้มหวาน Ipo, จนเหรอ Ipo กินได้ไหม Ipo กินได้ไหม กินได้ยังบอกแกงหน่อไม้ กินได้ไหม อีโบกินได้อยู่ ครับ วิบ
People always told me I need someone like you, someone who gets me and someone who's cool, yeah. And I like the way you are, and now I want it all. The way you move, I've been following every move you make, 'cause I love the way you make. Genauso kann sie aber auch ein kleines Schlitzohr sein. Sie hat uns oft vorgetäuscht, ja, sie ist so müde, sie kann nicht laufen, sie kann nicht aufstehen, sie braucht Hilfe. Da merkt man einfach, es ist, ja, im Alter wird man doch wieder wie Kind und man schauspielert dann auch gern. Und so kann das natürlich auch Schwiegermutter tun. Schaut einfach, was sie gemacht hat. ถ่ายไว้ได้ไหมถ่ายไว้ได้ไหมแล้วพวกกระล่มเลยหันโอ้ยจะมันเบาไปฟัง Es gab eine Zeit, da haben wir uns auch große Sorgen um Schwiegermutter gemacht. Ich beschreibe einfach mal Schwiegermutter, so wie ich sie kennengelernt habe. Schwiegermutter war immer oder ist auch immer noch eine ganz, ganz liebe Person, die immer ganz höflich gesprochen hat, die auch immer ganz, ganz lieb zu Kindern war. Sie liebt Kinder, sie hat viele Kinder großgezogen. Umso mehr haben wir uns dann einfach Sorgen gemacht, weil sie dann auf einmal angefangen hat, sag ich mal, ein bisschen unhöflich zu sprechen, teilweise auch unter der Gürtellinie. Sie auch sichtlich nicht mehr so den Bezug zu Kindern hat, beziehungsweise sie schimpft oft mit Kindern. Wir haben uns dann wirklich Sorgen gemacht, haben uns dann auch gefragt, beziehungsweise die Familie, also meine Frau, Bohn und Lamai, haben sich dann zwischenzeitlich auch gefragt gehabt, ob so eine Art Geist in ihren Körper gekommen ist. So haben wir uns dann natürlich auch irgendwann dann entschieden, wir haben ja einen Mönch, einen recht bekannten Mönch bei uns in der Familie, haben wir uns dann entschieden, den Mönch mal einzuladen, mit ihm mal zu reden, ob mit IB, sage ich mal, geistig noch alles okay ist oder ob wir uns da ein bisschen Sorgen machen müssen. Der Mönch hat das Ganze dann natürlich abgewunken und hat gesagt, seid euch einfach bewusst, das ist einfach das Alter und dann kommt natürlich dazu, also wir vermuten es einfach, sie ist nicht untersucht worden, aber wir vermuten, sie hat Alzheimer, sie ist recht vergesslich geworden und somit ja, haben wir den Mönch daneben eingeladen gehabt zum Mittagessen bei uns. Er hat dann auch lange mit Großmutter, mit Schwiegermutter geredet. Wir selber müssen da einfach viel, viel mehr Geduld haben mit ihr und solche Dinge dann einfach abtun, nicht, sag ich mal, zu ernst nehmen, weil einfach der Kopf einfach auch nicht mehr so da ist, wie er mal war und sie natürlich dann auch vieles dann auch vergisst. Das war auf jeden Fall ein schöner Tag zusammen mit Ajahn Uthai, den wir mit der Familie auch genossen haben. War auch mal wieder schön, dass er mal wieder da war, sich die Zeit natürlich auch genommen hat. Das Gute ist einfach, dadurch, dass sie so vergesslich ist, vergisst sie auch immer wieder, dass sie gegessen hat. Das heißt, sie isst sehr, sehr gut und darüber sind wir sehr, sehr froh, weil es gab eine Zeit, da hat sie kaum gegessen. Mittlerweile, ja, sie isst, 5 Minuten später sagt sie, sie hat noch nichts zu essen bekommen, den ganzen Morgen noch nichts gegessen, was natürlich Quatsch ist. Die Familie kümmert sich wirklich rührend um sie. Es wird ständig unterschiedliche Menüs ihr angeboten, die sie gern hat. ใจบ่ดีนะคำเขาบอกตรงๆ ใจบ่ดีแล้วเราอยู่ผู้เดียวแล้วหลายๆคนดีใจบ่ดีใจจังว่าโอ้ย แต่หลังเมื่อไร อันนี้ดีก็ดีใจแล้ว ยายจวนแล้วว่ะกูคือสิบาปเบิดคืนเมื่อคืนนี่ว่าตัวเบิดคืนแล้ว เลย ไปหาหมู่ ว่าแต่ตัวเป็นคน เออ ว่าบ่ได้ เอามาต้ม เศร้ายังบอกว่าไปซื้อปลาอีกตรงนึง มันบ่ได้ไป อันนี้จะมาแต่เสร็จ หอยเราก็ได้แนวกินแล้วก็ได้ เพื่อนคนไหน แล้วใครนอนระบบเปื่อยเป็นอย่างบ่นั่น เอาไปเสียบไว้หัวงั้นมันเป็นทรงหมากมันนึงมันได้สุก บ้านลูก อันมักนัดอันที่เขาลูกพี่นางเอาไป ว่าเป็นไข่จักเทื่อบ่ เอาฮะ
ว่าไข่จักเทือ เป็นแค่วัดธรรมดา2-3มื้อแล้วก็เศร้าแล้ว ปวด เดิน แล้ว ทาง ก็ เดี แล้ ยว วไป โอ้ ถ้าอยู่แล้วบ่เจ็บบ่ปวด ใครสิมายามสิ ยืนจังสี่เบิดบ่ เราบ่เคยเจ็บ บ่แม่นตระกูลเฮาแม่นยืนจังสี่เบิดบ่ตระกูล โอ้ยแม่คอยก็ทีเบ็ดแล้วเราเจ็บท้องเจ็บไส้พาอุ้ย ยืนจังสี่บ่อายุเราหลายปานใด ทีเบ็ดแล้ว75แล้วตาย บ่โอ้อันนี้ปัจจุ90แล้ว สิฮอดกับระบบกระจักเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นว่าเอาใบเกิ แม่ ด ก็ ซ่า จะแจ้งซ่าตะกี้ แม่น 90แล้วล่ะ แม่นว่า พูดนี่ คั นะ นบ่90บ่ เพ เป็น ราะว่าพวก สิ กันนานิดนาหยังมันก็ว่านะว่าเอาซ่า มาล้างในยาอีกทีร้อยสา เรา ม บ่มีเราบ่มีโรค แม่ จัง ปลุก ตรงนั้น วัน เดี นี้ ยว เพิ่นยังไม่ได้เสียการกันร้อยไปกับเพิ่น มีแต่คนเบิ่งเลย 111 นี่บ่มีแต่คนเบิ่งแล้วสิตายก่อนยังจุ่มอยู่ เข้าสิตายก่อน มีแต่คนเบิ่งสิตายก่อนติ บ้าจับมูลจับกำเนี่ย ผู้ใดอยู่เฮือนหลังคุณหั่นเฮือนหลังคุณผู้ใดอยู่ได้ย่อ นอน บ่ย่านเนาะ สั่งคืนมาแบบนี้ผู้ใดไปอยู่คนเดียวก็นอนคนเดียว บ่ย่านเนาะ ยา ผู้บ่าวเขาเข้ามาเฮ็ดได้ซั่น ไม่ยานก็เบาเราแต่ แล้วก็แก่ ผู้บ่าวเขามาหาเฮ็ดได้ซั่น เขาก็ประมาณ แม่นบ่หัวอยู่ผู้เดียวให้เนาะ เขาเจ้าก็ดีเลย บ่ เขาทำหน้าความยามาแต่งกันกิน อยู่สาย น้ำข่อยมันกระพู บ่ จักอยู่ บ่ได้เศร้าเขี้ยวหมากก็ได้ เที่ยวอยู่บริเที่ยวดู สุขีทีขายุโกภวะภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุกินได้นี่บ่นี่กินข้าวน้ำนี่บ่กินข้าวน้ำ น้ำปองมันเคยเข้าหรือไง ตอนที่ขาไม่มามา ใช่เลยนะ ได้นะนี่กระดาษได้ เผ็ดอ้วนอยู่แซ่บบ่ค่ะ เข้าบุกดอกนะ แซ่บเด้อคุณแม่ Been following every move you make, 'cause I love the way you make me move when I'm around you. I feel so calm, so glad I found you. With the way you move, I'm gonna make a move. I'll make a move. Oh, would you stay? มาดี จักอยู่เนาะ เจ้าของมาดีเหนียงรอด อายุดีมีแฮง ลูกหลานแล้ว อายุดีแข็งแรง อวยพรให้ลูกหลานนำแน่ ไว้พรให้ลูกหลานน้ำเนี่ยอย่าให้เด้อบัดนี้เด้อเออ เอาพรจะมาหาอาจารย์ไหม พี่เอาพี่ พุ่น เอาดิ ความตามไปต่อ อาพรนี่ได้เหลืออีก2ใบ จะได้ไปซองไหลไง เราก่อนงามสัน งามแล้วก่อนงามแล้ว แล้วนี่เอียงค่ะ เด้เด้ ตั้งโตนนั่นนี่บัดพร เนาะ โตน พอดีว่าสัญญาณพอดี โอ้ได้อยู่คนเดียวเอ้ยได้เอียงไว้คนไหนก็ได้ งามเนาะ ใส่ละก่อนงานใหญ่ งามมาแล้วพร ไว้ค่ะเพิ่นพิษหรือนะ ถ้าเพิ่นมิดนะ Dann rückte natürlich auch noch der Abschied von meiner Frau an, gleichzeitig natürlich der Geburtstag von Schwiegermutter. Auch da war es ein wunderschöner Abend, natürlich auch emotional, wisst ihr ja. Dann stand noch ein Geburtstag an von dem Urenkel von Schwiegermutter. Auch da war Schwiegermutter natürlich dabei. Und ich würde sagen, da blende ich euch auch einfach noch ein paar Szenen von ein.
Denn auch da hatte Schwiegermutter großen Spaß und natürlich auch die Familie hat sich mega gefreut, dass Schwiegermutter da dabei war. Auch ihren eigenen Geburtstag konnte sie genießen. Natürlich auch wieder mit Tanzen verbunden. Auch ihre Schwester hatte dann wieder eine spezielle Szene, wo denn ja, der Geist von ihrer Schwester wieder in ihren Körper kam. Sie dann auch wieder anfing zu tanzen wie ein Mann, anfing wieder Chili zu rauchen. Aber da lasst euch einfach überraschen und schaut euch die Szenen einfach an, was dort alles so passiert ist.ไม่ทันแล้วทวดเป่าแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้เป่าเดี๋ยวหนูไปเป่าใหม่นะเดี๋ยวหนูก็ได้เป่าไม่เป็นเป่าใหม่กันเกิดมาถ่ายรูปเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากโอ้อ้วนแล้วเนี่ยกินเหล้าเลยกินเหล้าเฮ้ยเอาเหล้าก้อนเลย ไว้บูทูของเจ้าดิว่าตลาดดูดาวไม่ยังยังว่าได้มาพี่คันมึงเป็นบ่หลานนาก็อย่าเครียดเด้อให้อภัยลูกหลานยังไงเด้อเล่าเล่นเล่ามวนเล่าง่ายไปไหนเด้อจะหาได้พ่อเฮ้ยลูกเตียอาการลงลูกไก่พ่อแม่ลูกหลานแม่ก็พ่อพี่ออมลุงใส่ผ้าเหลืองเอาคือบอกกระมังมาห่อเอากระมังไม่เอาทำใส่กระมังเอากระมังน้อยๆแล้วมันต้องให้มาขึ้นกระมังน้อยๆเอาชนะน้ำจอกมาขึ้นกระมังน้อยนะเอาไปแล้วเอาเถอะเอาจอกที่มึงพาI just like the way you are, yeah. All the ways you. ตัวนี้ด้วยไม่โดนเลยไหมไม่อย่าดังกล้องมันนะอธิษฐานเลยอธิษฐานพนมมือแล้วก็เป่าได้ลูกอันเร็วอันนึงมาแล้วพนมมือแล้วก็เป่าอธิษฐานลูกอธิษฐานให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงให้หนูเป็นเด็กดีให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆอธิษฐานเป่าค่ะพนมมือเป่า Happy birthday to you เป่าให้หมดเลยเป่าให้หมดเลยไม่ใช่เป่าเร็วปันที่แป้งเอาอีกให้หมดเป่าตัวใหญ่อันนั้นเรามีแป๊บไปดูเลยอันนี้มันเกิดเลนโคมี่4 ขวบ Me and someone who's cool, yeah. And I like the way you are. And now I want it all. The way you move. Ich zeige euch nur noch ein paar Szenen, was euch im nächsten Video erwartet. Das nächste Video wird wieder auf dem neuen Land von Buhn sich abspielen. Da sind uns wirklich das letzte Mal ganz tolle Aufnahmen gelungen. Da ist noch auch ein Überraschungsgast dabei. Da
wird es also sicherlich nochmal ein bisschen interessanter für euch. Bleibt da also dran. Schaut da nächste Woche das neue Video denn an. Stay for me if I let you in. อะไรครับชื่อ ปุ่นค่ะ Bun. Okay. Bun und Boon. Das Bun. passt perfekt zusammen. Eigentlich war für dieses Video ein kurzes Video gedacht. Ich habe gedacht, das wird ein kleines, shortes Video bezüglich Schwiegermutter. Aber ich habe dann doch so viel, ja, auch schöne Szenen gehabt und wollte natürlich auch irgendwo eine Erinnerung schaffen für die Familie, für Boon, für meine Frau, die dann sich dieses Video anschauen können, sich an die Zeit, die letzten Monate hier vielleicht zurückerinnern können, das nochmal genießen können, was da alles passiert ist. Natürlich auch ihre Mutter genießen können und die Bilder sind festgehalten, die Bilder sind im Internet. So können Sie das jederzeit anschauen, wenn Sie es möchten. Das war einfach auch mein Gedanke. Für mich war das natürlich auch nochmal ein guter Rückblick, was die letzten Monate hier so passiert ist. Und das war für mich wirklich, waren sehr schöne Zeiten, die wir hier alle zusammen hatten. Das war wirklich toll. Jetzt ist Schwiegermutter wieder in ihrem Haus, weil natürlich meine Frau und Boon nicht mehr hier ist. Die Schwester von Boon und meiner Frau, die schaut jetzt nach Ibe in ihrem Haus und somit ja, ist es hier ein bisschen ruhiger geworden. Besuch aber natürlich trotzdem, so oft es geht. Schwiegermutter, sie wohnt ja nicht weit von uns hier entfernt. Aber es ist einfach schön, war für mich jetzt auch nochmal toll, das Video zu schneiden und zu sehen, was da alles passiert ist. Ist einfach schon, sind schöne Augenblicke gewesen, die ich da ganz sicher nicht missen möchte. Und Boon und meine Frau natürlich sicherlich auch nicht. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen länger war. Ihr kennt mich, wenn ich ein kurzes Video vorhabe, wird es dann doch meistens länger. Wenn es euch gefallen hat, dann würde mich das wahnsinnig freuen. Jetzt wisst ihr zumindest, wie das Leben hier in Thailand abläuft, das Familienleben. Hier wird, sage ich mal, die Eltern, die werden hier nicht irgendwo abgeschoben in einem Pflegeheim oder so. Da wird sich wirklich rührend darum gekümmert. Das finde ich tief beeindruckend. Zum Schluss wünsche ich euch dann auf jeden Fall, wie immer, eine ganz, ganz gute Zeit. Wer Lust hat, der darf auf meiner Playlist auch gern mal reinschauen, darf dort ein bisschen stöbern. Da ist vielleicht das eine oder andere Video noch dabei, wo der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Und ansonsten dann wünsche ich euch wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, wenn es wieder zu Boon geht. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. The way you move, I've been following